Imagine, die würden mal ein Update machen bei Flyve. Alter, imagine Third Job Change in Flyve Universe ist nicht wie in Flyve PC, sondern wie so in anderen Spielen, dass du dir quasi eine zweite Klasse auswählen kannst und dann kannst du die quasi fusionieren. Also zum Beispiel, du wirst dann wie bei Skyrim oder so, also du bist quasi Blade und deinen Third Job wählst du aber Elementor und logischerweise wirst du dann nicht zum Elementor, sondern du bist dann Blade und kriegst irgendwie Elementor-Fähigkeiten. Also du kannst dann legit einfach als Blade zum Beispiel Poison Cloud casten und kämpfst dann aber weiter mit 2 Äxten. Also du hast einfach Poison Cloud oder hast einfach eine ausgewählte Anzahl an Elementor-Skills, die du einfach verwenden kannst und die skalieren einfach auf dein Hauptattribut, die skalieren nicht auf Int, sonst die skalieren einfach auf deine verteilten Statpunkte, so ähnlich wie Waterbomb. Also egal wie du gestattet bist, die machen immer den gleichen Schaden. Und kannst dann damit aus jedem Charakter quasi ganz neues Potenzial schöpfen und kannst halt jede Klasse kombinieren. Und wäre natürlich nice, wenn es dann auch noch das Scroll gäbe, wo man das wieder rückgängig machen kann. Wo du dann quasi sagst, du nimmst erstmal Elementor zum Leveln zum Beispiel. Dann kann jede Klasse Hit-and-Run leveln, theoretisch. Oder könnte. Und wenn du dann aber PvP oder 1v1 DPS machen willst, dann nimmst du irgendwie Blade, damit du Empower Weapon oder sowas haben kannst, damit du nur noch Element +1 brauchst. Auf jeder Klasse. Damn. Das wäre echt crazy, wenn sie das machen würden. Imagine. Wie viele Möglichkeiten es einfach gäbe. Was für geistesgestörte Kombos es geben könnte. Das wäre crazy. Aber ich glaube, für das Flyve-Update ist die Welt noch nicht bereit. Im PvP... Alter, im PvP Elementor mit Dark Illu. Du kommst einfach aus dem Nichts, machst Avalanche auf 10 Leute und BAM! Das wäre echt geistesgestört. Elementor mit Dark Illu im PvP. Das wäre crazy. Na gut, jede Klasse würde sich Dark Illu für PvP holen. Wäre kacke, not gonna lie. Du bist einfach nur ein dreckiger Hater-Freaky und du lebst in der Vergangenheit. Und Ratio, by the way. Frisst die Ratio, Freak. Du hast einfach nur Angst vor Veränderung, Freaky. Du findest es auch kacke, Monster P? Hater. Was fändet ihr denn besser, wenn es einfach die gleichen langweiligen Dreck-Skills gibt und der Blade bleibt einfach der Blade und kriegt 3 neue Skills und der Knight bleibt einfach Knight und kriegt 3 neue Skills? Ganz ehrlich, ist doch scheiß langweilig, dann brauchen sie auch keine Third Job Change machen. Also Flyve Third Job Change macht halt nur Sinn, wenn es was Neues gibt. Weil ansonsten ist es einfach wie ein Flyve PC. Ja, wow, du machst halt eine Quest, dann steht da Third Job, aber es ändert sich eigentlich gar nichts. Du kriegst einen neuen Skill, den kein Schwein benutzt und fertig. Toll. Dann brauchen sie es auch nicht machen. Also ich meine, sie müssen es von mir aus auch nicht machen. Sie können auch anderen Content machen, ist mir egal. Aber wenn sie Third Job Change machen, muss irgendwas schon halbwegs Bahnbrechendes passieren. Wo du halt auch wirklich sagst, das ist wirklich neu und anders. Weil sonst spielst du einfach den gleichen Drecksblade wie vorher und was ändert sich dann? Dann ist es ja kein Third Job Change, sondern nur eine Second Job Erweiterung oder so. Second Job Teil 2. Oder whatever. Genau wie in Flyve PC halt, basically. Also in Flyve PC, die Third Jobs, da hat man schon gemerkt, an dem Punkt haben sie sich schon keine Mühe mehr gegeben. War auch eins der letzten Updates bis zur großen Update-Pause. Da hat man schon gemerkt, da haben sie sich schon keine Mühe mehr gegeben. Also es wäre sehr schade, wenn sie das in Flyve Universe einfach 1:1 auch machen würden. Ein paar langweilige Skills. 1, 2 Stealth-Buffs, die viel zu stark sind und sich jeder nur drüber aufregt. And that's it. Man die Auswahl zwischen mindestens 2 weiteren Jobs hätte. Ja, oder halt zwischen 7.